Wer sich für den Nachfolger der vermutlich erfolgreichsten Videospielekonsole aller Zeiten interessiert, reibt sich diese Tage, nein eigentlich schon die letzten Wochen, verwundert die Augen. Denn praktisch täglich, wenn nicht mittlerweile sogar fast stündlich, trudeln neue Leaks zu Nintendos neuem Flaggschiff auf Reddit und Co. ins Netz. Das ist zum einen verwunderlich, da gerade Nintendo in den letzten Jahren immer gegen Leaks und ähnliche Dinge strikt und aggressiv vorgegangen ist, und zum anderen, da man vom Mario-Konzern zu diesem Thema einfach gar nichts hört. Ich bin für euch daher mal auf Spurensuche gegangen und habe versucht, Fakten von Fakes zu trennen. Das ist sie also, die Nintendo Switch 2, welche ihr schneller in der Hand halten werdet, als ihr euch das vorstellen könnt und von welcher ihr eigentlich noch fast gar nichts wissen solltet. Dieses Video wird euch von Instant Gaming präsentiert. Hier bekommt ihr auch Nintendo-Spiele in aller Regelmäßigkeit günstiger als im eShop von Nintendo direkt. So bekommt ihr zum Beispiel die Boosterstrecken für Mario Kart 8 schon für 23 € statt der üblichen 25 € und so weiter. Ein Blick zu den Gaming-Karten und Online-Abos lohnt sich ebenfalls, da auch hier immer wieder richtig gute Angebote dabei sind. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr zusätzlich diesen Kanal hier sehr. Vielen Dank. Die Nintendo Switch ist ein Phänomen. Die geniale Idee, die zweigleisige Spieleentwicklung für Konsolen und Handhelds in einem Gerät zu vereinen, ist für Nintendo voll aufgegangen und hat sich gleich doppelt ausgezahlt. Wieder einmal hat man, wie so oft, mit einer echten Innovation der Konkurrenz die Rücklichter gezeigt, die allesamt seither diesem Konzept hinterherrennen und mehr oder weniger erfolgreich versuchen, das Ganze zu kopieren. Mit über 150 Millionen verkauften Konsolen bis zum Jahresende 2024 liegt man damit nur noch knapp hinter der PlayStation 2, dessen Verkaufszahlen Sony deshalb vorsichtshalber mal eben auf 160 Millionen hochkorrigiert hat. Bringt ihnen aber nichts, denn auch das wird die Switch schlussendlich locker überbieten. Der Vergleich mit der PS2 hinkt sowieso gewaltig, welche damals praktisch konkurrenzlos am Markt ihre Kreise ziehen konnte und man heute ja angeblich zum 100. Mal das Ende der Konsolen vorausgesagt bekommt. Egal. Nach brutal langen 8 Jahren steht die Nintendo Switch aber am Ende ihres Lebenszyklus und wird dieses Jahr durch eine neue Generation ersetzt. Das ist kein Gerücht, sondern ein Fakt, der von Nintendo auf der letzten Investorenkonferenz so quasi auch durch die Blume untermauert wurde. In diesem Atemzug wurde von Nintendo ebenfalls bestätigt, dass ihr in der Switch 2 eure gekauften Spiele aus dem hauseigenen eShop sowie ihre Cartridges in der neuen Konsole weiterverwenden könnt. Die Switch 2 startet also direkt mit einem gewaltigen und riesigen Softwarekatalog. Und hey, das war's mit den offiziellen Infos. Ciao. Mehr dürften wir zum Nachfolger der Switch, wenn es nach Nintendo gehen würde, nämlich eigentlich Stand heute noch nicht wissen. Auch, dass die alten Switch-Spiele von der neuen Hardware in irgendeiner Form profitieren, ist nur ein Gerücht. Eventuelle 4K-Update-Gerüchte halten sich aber schon eine ganze Weile. So soll zum Beispiel bereits auf der Gamescom 2023 eine Demo von Breath of the Wild gezeigt worden sein, welche nativ in 4K mit flüssigen 60 FPS lief und beeindruckend aussah. Erwarten uns also reihenweise 4K-Patches? Ehrlich gesagt ist das sogar sehr realistisch. Denn mit einem Blick über den Tellerrand in Richtung Sony sind solche Updates bereits seit Jahren gang und gäbe. So erhalten jetzt sogar diverse Spiele ein zusätzliches Update für die PlayStation 5 Pro. Aber auch Nintendo ist schon in der Vergangenheit zu verfahren und legt zum Beispiel jetzt Xenoblade Chronicle X, welches ursprünglich mal für die gescheiterte Wii U erschien, erneut für die Switch als Definitive Edition auf. Let's go! Übrigens zum Ärger der Fans, die weltweit die Kommentarspalten mit Forderungen nach einem echten Reveal für die Switch 2 fordern. Wenn wir aber schon bei einem Breath of the Wild 4K-Patch sind und falls das 4K und 60 FPS Gerücht stimmt, können wir uns so einen Eindruck über die Hardwareleistung der Konsole bilden. Im Prinzip ist seit 2-3 Jahren klar, dass Nintendo hier wieder mit Nvidia kooperieren wird und der ursprünglich mal für das autonome Fahren entwickelte Tegra 239 zum Einsatz kommt. Dies lässt sich auf geleakte Mitarbeiter-E-Mails von Nvidia zurückführen, die sich mittlerweile verfestigt haben. Mehr noch, liegt mittlerweile sogar das komplette Mainboard der Switch 2 vor, welches praktisch alle Hardware-Eigenschaften der Konsole offenlegt. So besitzt die Switch 2, neben dem etwa 4 Teraflops starken Tegra 239,
welcher in 8 oder 5 Nanometer Verfahren von Samsung gefertigt wird. 5 Nanometer sind übrigens mittlerweile deutlich wahrscheinlicher, über 2x6, also 12 GB DDR5 Arbeitsspeicher. Bestätigt sind dadurch auch 2 USB-C-Ports, einer unten für das Dock, wie gehabt, und ein neuer an der Oberseite, an dem ihr dann irgendein Gadget anschließen könnt oder die Switch schlicht im portablen Modus besser laden könnt. Neben der 8 Nanometer Falschaussage wird übrigens auch in vielen Fällen darauf hingewiesen, dass kein MicroSD-Slot zu erkennen ist. Dass Nintendo hierauf verzichtet, ist aber sehr unwahrscheinlich, weswegen sich dieser schlicht auf der Rückseite des Mainboards befinden sollte. Summa summarum erwartet euch hier also eine Handheld-Konsole, die in etwa auf einem Level mit der PlayStation 4 Pro und Xbox Series S liegen sollte, was für so ein Minigerät brutal viel ist. Hinzu kommt aber auch noch das durch die von Nvidia verwendete Ampere-GPU bereitgestellte DLSS-Verfahren, welches die Ressourcen massiv entlastet, da Spiele nativ in einer viel geringeren Auflösung gerendert werden können und dann in Echtzeit durch KI hochskaliert werden. 4K-Gaming mit eurer neuen Switch im Docked-Modus am TV ist also kein feuchter Traum, sondern absolut plausibel. Auch das wird mittlerweile durch ein durchgesickertes Nintendo-Patent aus 2023 bestätigt, in welchem dieses Verfahren ebenfalls beschrieben wird und zudem darauf abzielt, Speicherplatz durch geringere aufgelöste Texturen zu sparen, um Spiele möglichst kostengünstig auf 32 GB Cartridges unterbringen zu können. Übrigens momentan ein Alleinstellungsmerkmal, was es bei Microsoft und Sony, welche auf AMD Radeon-Technik setzen, so nicht gibt. Eine Switch 2 wird also trotz weiterhin unterlegener Hardware die Lücke zu den großen Konsolen schließen können, beziehungsweise den Entwicklern zumindest die Möglichkeit zu einem realistischen Port geben, welcher dann nicht komplett scheiße aussieht. Warum sage ich eigentlich die ganze Zeit Switch 2? Dank ziemlich akkurater Leaks des neuen Docks ist der Name samt neuem Logo nämlich mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. Apropos Dock. Durch erste Bilder zur neuen Docking Station ist auch klar, dass diese mit einer Eingangsleistung von 60 Watt und einer Ausgangsleistung von 42 Watt deutlich mehr Strom durch die Konsole jagen kann. Das wird zum einen durch einen größeren Kühlaufwand der neuen Hardware notwendig sein, könnte aber auch darauf hindeuten, dass ihr eure neue Switch im Vergleich zur alten deutlich schneller aufladen könnt. Der verbaute Akku selbst wurde allerdings noch nicht geleakt. Rückschlüsse über die Akkulaufzeit sind also nicht wirklich möglich und stand jetzt reine Spekulation. Auch das Aussehen der Switch 2 ist kein Geheimnis mehr. Sie ist im Prinzip weiterhin eine Switch, welche aber in der Größe dank 8 bis 8,4 Zoll Display nochmal deutlich angewachsen ist. Das neue große Display verlängert so auch die neuen Joy-Cons, welche nicht mehr von oben in die Konsole geschoben werden, sondern ab sofort via Magnetverschluss eingeklickt werden, was ein Segen sein sollte. Absolut kurios konnte die Switch 2 dank Dummy-Modell bereits auf der CES 2025 durch den Zubehörhersteller Genki in die Hand genommen werden, wodurch jetzt auch alle optischen Eigenheiten quasi bestätigt sind. So verfügt mindestens einer der Joy-Cons über einen optischen Sensor, welcher wohl auf eine Maussteuerung für Shooter- und Strategiespiele hindeutet, was es in dieser Form out of the box so auch noch bei keiner großen Konsole gab. Das bestätigt übrigens auch der von Genki veröffentlichte Trailer. In diesem Zug wurde auch final der neue C-Knopf auf dem rechten Joy-Con bestätigt, dessen Funktion aber weiterhin ein Geheimnis bleibt. Fragt sich nur, wie lange noch. Die Joy-Cons sollen übrigens auch über größere Hall-Effect-Sticks verfügen, während es auf der Rückseite, wie schon bei der alten Switch, keinen analogen Trigger für Rennspiele gibt. Neue Drift-Probleme sind damit aber immerhin ausgeschlossen. Bleiben also noch 2 Dinge offen: das Betriebssystem und ganz wichtig die Spiele. Und tatsächlich gibt es hier noch nichts Belegbares, weswegen sich Nintendo bei seiner Präsentation dann wohl am besten auf ihr Kerngeschäft konzentrieren sollte. Aktuell scheint zumindest von Third-Party-Seite durchgesickert zu sein, dass Assassin's Creed Shadows der beigesteuerte Launch-Titel von Ubisoft sein wird. Außerdem sollen dann dieses Jahr auch Mirage, Valhalla, Odyssey und Origins folgen. Aus gleicher Quelle, also in Form von Leaker Nash Wheatlam, werden zudem No Man's Sky, was klar sein sollte, da es auch für Switch 1 verfügbar ist, sowie das durchwachsene Gotham Knights bestätigt. He saw the future of Gotham.
Mittlerweile sind aber auch Platzhalter bei FNAC gefunden worden, die auf mindestens ein Spiel von Square Enix, Bandai Namco, Bethesda, Take-Two und Warner hindeuten. Die Preise aber bitte mal ignorieren, das sind Platzhalter. Es ist unwahrscheinlich, dass Nintendo den Reveal aufgrund der vielen Leaks noch weit vor sich herschieben wird. Zumal sie auf allen Plattformen zu jedem beliebigen Post nur noch auf dieses Thema angesprochen werden, was auch kommende Veröffentlichungen wie Donkey Kong und Xenoblades massiv schadet. Auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt schlecht altert, der offizielle Reveal wird somit, und das behaupte ich jetzt ganz einfach, analog zur Switch 1 aus dem Jahr 2017 noch irgendwann im Januar stattfinden. Mit einem Release der neuen Konsole könnt ihr dann im Zeitraum Mitte/Ende März bis Anfang Mitte April 2025 rechnen. Holt ihr euch eine Switch 2? Wie zufrieden wart ihr mit der Switch 1? Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. In diesem Sinne, auf ein spannendes Jahr 2025, welches auch in Sachen Konsolen viel zu bieten haben wird. Bis zum nächsten Mal.